Inmitten der trockenen Wälder des Tsavo-Reservats ist der Boden rissig, der Wind trägt den Geruch von Staub und die Schreie entfernter Vögel herüber. Eine Elefantenherde bewegt sich langsam entlang eines trockenen Flussbetts und sucht in der harten Trockenzeit nach den letzten verbliebenen Wasserstellen. Beim Überqueren des Abhangs rutschte das Elefantenbaby aus, fiel schwer zu Boden und stieß ein schmerzhaftes Brüllen aus. Die Elefantenmutter drehte sich panisch um und hob ihr Baby mit dem Rüssel hoch, doch es zitterte nur und brach vor Schmerzen zusammen. Die Vorderbeine des Elefantenbabys waren geschwollen und rot, es atmete schwach und konnte trotz wiederholter Versuche nicht aufstehen. 2 Tage vergingen, das Elefantenbaby lag einfach bewegungslos auf dem trockenen Boden, während die Elefantenmutter verzweifelt und erschöpft herumlungerte. Die Fußabdrücke, die das Land umkreisen, zeigen die tiefe Angst und Furcht einer Mutter inmitten der Natur. Der Himmel war am Nachmittag rot, die Elefantenmutter stand still und sah ihr Baby an, ihre Augen waren voller Müdigkeit und Schmerz. Am Morgen des 3. Tages legte sie ihre ganze Kraft auf, um den Körper ihres Kindes mit ihren Tentakeln zu umschlingen und es mit der verzweifelten Kraft mütterlicher Liebe hochzuheben. Die Elefantenmutter ließ den Wald hinter sich und machte sich auf den Weg zu der roten Schotterstraße, wo sie das Geräusch menschlicher Motoren gehört hatte. Auf der staubigen Schotterstraße zwischen dem Tsavo-Schutzgebiet und dem Dorf Makindo erschien im frühen Morgenlicht die Silhouette eines riesigen Elefanten. Das laute Brüllen veranlasste viele Menschen zur Flucht, da sie dachten, die Elefantenherde würde ein Wohngebiet angreifen. Doch die Elefantenmutter, die nur ihr Baby trug, blieb mitten auf der Straße stehen. Ihr Körper war mit Schlamm bedeckt und ihre Augen waren voller Flehen. Gerade in diesem Moment fuhr auf dieser verlassenen Straße ein alter Lastwagen vorbei, der einem Bauern namens Josef Mwangi gehörte. Als Josef sah, dass das riesige Tier das Auto blockierte, trat er auf die Bremse. Sein Herz klopfte vor Angst und Verwirrung. Die Elefantenmutter griff nicht an, sondern streckte nur ihren Rüssel aus und senkte den Kopf tief, ihre Augen funkelten, als würde sie fliehen. Darunter lag ein kleines Elefantenbaby, dessen Atmung schwach war und dessen Vorderbeine rot und geschwollen waren und das bei jedem Atemzug schwankte. Josef zog zitternd sein Telefon heraus und wählte die Notrufnummer der Rangerstation im Tsavo-Gebiet, die einige Kilometer entfernt lag. Da ist ein Elefant. Er scheint um Hilfe zu rufen. Sein Kalb ist schwer verletzt, bitte kommt schnell, rief er über Funk. Während des Wartens stand die Elefantenmutter vor dem Auto und berührte gelegentlich die Motorhaube mit ihrem Rüssel, als wolle sie die Leute zur Hilfe auffordern. Eine halbe Stunde später hallte das Motorengeräusch eines Jeeps durch den Staub und die Ranger von Tsavo erschienen mit Sirenen. Unter der Leitung von David Okoro, einem erfahrenen Ranger, der in der Gegend viele verletzte Tiere gerettet hat. Er stieg aus dem Auto und kniff die Augen zusammen, um einen beispiellosen Anblick zu sehen. Eine Elefantenmutter blockierte die Straße, um Menschen um Hilfe zu bitten. In seiner Begleitung war die Tierärztin Dr. Amina Ndlovu, eine Frau, die dafür bekannt ist, schon oft wilde Elefanten behandelt zu haben. Amina flüsterte, dieser Elefant kommt mir bekannt vor, es scheint, als wäre er letztes Jahr während der Trockenzeit auf der Station behandelt worden. David nickte. Vielleicht hat es hat sich an uns erinnert und ist jetzt zurückgekommen, weil es glaubt, dass die Menschen helfen werden. Die Gruppe näherte sich langsam, ohne Waffen, und hob nur die Hände in einer Geste des guten Willens und Respekts. Ein Ranger sagte mit einem Lautsprecher leise, wir sind hier, um zu helfen. Beruhigen Sie sich, wir werden Ihrem Kind nichts tun. Die Elefantenmutter war wachsam, ihre Ohren zuckten, ihr großer Körper war angespannt, aber sie zeigte keine Angriffsabsichten. David trat ein paar Schritte vor, seine Stimme war tief, wir wollen nur Ihr Kind retten, vertrauen Sie uns. Als die Elefantenmutter die vertraute Stimme hörte, trompetete sie leise, trat dann einen Schritt zurück und gab den Blick auf ihr Elefantenbaby frei, das im Sand lag. Amina kam näher, betrachtete die rote und geschwollene Wunde und sagte schnell, es ist nur eine schwere Verstauchung. Sie muss sofort mit einer Schmerzmittelspritze und einem Verband versorgt werden. Die Ranger bereiteten sofort einen Speziallaster vor, senkten den Boden ab und breiteten eine große Plane aus, um das Elefantenbaby sicher hochzuheben.
Amina injizierte ihm mithilfe einer Ferninjektionsvorrichtung Schmerzmittel, wodurch sich das Elefantenbaby beruhigte und sein heftiges Zittern aufhörte. Die Elefantenmutter trompetete leise, ihre Augen verfolgten weiterhin jede Bewegung, ihre riesigen Füße stampften ängstlich auf den Boden. David hob beruhigend die Hand. Es ist okay, wir kümmern uns gut darum, wir wollen nur helfen. Als sie begannen, das Elefantenbaby auf das Holzbrett zu heben, näherte sich die Elefantenmutter und berührte die Plane sanft mit ihrem Rüssel, als ob sie untersuchen wollte. Alle blieben an Ort und Stelle, keiner machte heftige Bewegungen und wartete, bis sich die Elefantenmutter beruhigt hatte, bevor es weiterging. Das Elefantenbaby wurde auf einen Lastwagen gelegt, mit einer weichen Plane abgedeckt und mit Seilen gesichert, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern. Als das Auto ansprang, stieß die Elefantenmutter ein langes Brüllen aus und folgte langsam, ohne den Blick vom Lastwagen abzuwenden. Die Leute auf der Straße blieben stehen, viele filmten und konnten nicht glauben, dass diese berührende Szene real war. Ein lokaler Reporter filmte die Szene und veröffentlichte sie online. Das Bild der um Hilfe rufenden Elefantenmutter verbreitete sich innerhalb weniger Stunden in ganz Kenia. Das Auto fuhr langsam durch das goldene Grasland, Staub wirbelte auf, dahinter war die Silhouette der Elefantenmutter zu sehen, die ruhig im Takt der Räder lief. Als wir am Tor der Rangerstation ankamen, öffneten die Mitarbeiter die Tür weit, sodass Mutter und Elefantenbaby eintreten konnten. Das Elefantenbaby wird in einen großen überdachten Käfig gesetzt, während die Elefantenmutter direkt daneben steht, nur durch einen Sicherheitszaun aus Eisen getrennt. Dr. Amina untersuchte das Tier erneut und stellte fest, dass das Vorderbein des Elefantenbabys lediglich verstaucht war und ein paar leichte Kratzer auf der Haut aufwies. Sie injizierte entzündungshemmende Medikamente und verband das verletzte Bein anschließend sorgfältig mit einem speziellen Tuch. Die Elefantenmutter stand in der Nähe, beobachtete alles ständig und berührte gelegentlich sanft den Zaun mit ihrem Rüssel. Ihre Augen waren voller Sorge. David flüsterte, wir sollten ihn das Baby sehen lassen. Er wird sich sicherer fühlen, wenn er weiß, dass sein Baby in Sicherheit ist. Amina stimmte zu und bat darum, die Trennwand einen Spalt breit zu öffnen, damit die Elefantenmutter ihr Baby durch die Gitterstäbe sehen könne. Nachts war es in der Rangerstation ruhig, bis auf das Geräusch des Windes, der durch das Blechdach wehte, und das Atmen zweier riesiger Kreaturen. Die Elefantenmutter steckte vorsichtig ihren Rüssel durch den Spalt und berührte leicht die Haut ihres Babys, eine Geste voller Liebe, die allen, die sie sahen, den Atem raubte. Am nächsten Morgen aß das Elefantenbaby einige Bananenzweige und trank Wasser, das erste Anzeichen der Genesung. Amina lächelte David an, ich habe noch nie eine so starke und widerstandsfähige Elefantenmutter gesehen. Am dritten Tag versuchte das Elefantenbaby aufzustehen. Seine Beine zitterten, aber es fiel nicht mehr, was alle vor Freude in die Hände klatschen ließ. Die Elefantenmutter stieß ein leises Brüllen aus und flatterte mit den Ohren, als ob sie auf die Freude des Menschen reagieren würde. Die ganze Station war voller Emotionen, jeder hielt diesen Moment in seinem Rettungstagebuch fest und machte Erinnerungsfotos. Das Morgensonnenlicht scheint durch die Akazienbäume und spiegelt sich in einem goldenen Licht auf der nassen Haut des Elefanten wie ein Symbol für die Rückkehr des Lebens. 5 Tage später kam Dr. Amina zu dem Schluss, dass sich das Elefantenbaby vollständig erholt hatte und normal laufen konnte. Auch die Elefantenmutter ist gesünder, frisst gut und die Anspannung in ihren Augen verschwindet allmählich. An diesem Morgen öffneten David und 2 Ranger die Käfigtür und riefen leise, Zeit nach Hause zu gehen, lasst uns rausgehen. Die Elefantenmutter ging langsam und stupste ihr Baby sanft an, als wolle sie es ermutigen, vorwärts zu gehen. Das Elefantenbaby macht seine ersten Schritte auf freiem Boden, seine Beine sind fest und seine Augen voller Leben. Die Tsavo-Ebenen waren weit offen, das Sonnenlicht schien herab und trug den Duft von frischem Gras und den Gesang der Vögel mit sich, die sich im Wind gegenseitig zuriefen. David und Amina standen am Zaun und winkten, ihre Lächeln waren voller Stolz und Emotionen. Die Elefantenmutter blieb stehen und drehte den Kopf, um sie anzusehen. Ihre Augen funkelten, als verstünde sie die Herzen ihrer Retter.
Das Elefantenbaby brüllte seine junge Stimme, die wie ein wortloses Dankeschön über die Felder hallte. Die beiden verschwanden allmählich hinter dem leuchtend gelben Gras und verschmolzen mit dem klaren blauen Himmel des afrikanischen Morgens. David sah zu und sagte leise, die Natur weiß auch, wie sie auf Freundlichkeit reagieren muss, solange wir zuhören können. Amina nickte mit funkelnden Augen, vielleicht haben wir heute gerade etwas über die wahre Liebe gelernt.